Da sich der Sommer ja langsam dem Ende zuneigt, leider, und der September für mich so den Herbstanfang irgendwie einläutet, dachte ich mir, mache ich heute den Most Worn Things in Summer Tag, also Dinge, die ich im Sommer am häufigsten getragen habe. Und die erste Frage ist, was der am häufigsten verwendete Nagellack gewesen? Und das war bei mir ganz eindeutig der Nagellack von Essie in der Farbe Blanc. Das ist der ganz weiße Nagellack und das ist einfach so die ultimative Sommer-Nagellackfarbe, finde ich. Und das hatte ich echt so durchgängig, glaube ich, in den Sommermonaten auf den Nägeln und auch auf den Fußnägeln. Da sieht es ganz besonders schön aus, finde ich. Ich finde, der passt aber nicht zu den kälteren Jahreszeiten. Also ich hatte den mal im Dezember irgendwann an und dachte so, das passt irgendwie nicht. Also kommt er echt nur im Sommer zum Einsatz, ist dann aber auch echt omnipräsent und absoluter Liebling. Das nächste ist das meistgenutzte Haarprodukt und da habe ich ein Shampoo, was ich im Sommer ganz gerne benutze, und zwar das Big Shampoo von Lush. Das ist das Meeressalz-Shampoo, also mit so ganz groben Salzkörnern drin. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr reinigend. Also gerade im Sommer neigt meine Haare dazu, noch mehr fettiger zu werden, und das wirkt dem sehr, sehr gut entgegen und ja, reinigt die Kopfhaut so ganz gut, ohne sie auszutrocknen, finde ich. Und dadurch haben die Haare halt viel mehr Volumen, was auch sehr lange anhält. Also ja, das finde ich eigentlich auch rund um das ganze Jahr sehr gut, aber im Sommer eben ganz besonders. So, ich mache mal mit der nächsten Frage weiter und ich hoffe, dass das Hintergrundgeräusch jetzt nicht allzu störend ist, weil die da oben, also meine Nachbarn, angefangen haben zu saugen und das irgendwie total laut ist. Aber ich mache mal weiter, und zwar ist die Frage, was war die am häufigsten verwendete Tasche? Und das ist bei mir die Celine Trio gewesen. Die habe ich ja im Frühling, im April glaube ich, gekauft. Und seitdem habe ich die echt jeden Tag getragen. Also bevor ich die Gucci-Tasche hatte, hatte ich immer die Tasche dabei. Und leider sieht man es der Tasche so langsam ein bisschen an, weil die Ecken hier so langsam ein bisschen abgenutzt sind. Also es ist halt ein empfindliches Leder. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass ich sie jeden Tag tragen wollte und mich nicht an der Tasche satt gesehen habe und dass sie einfach zu vielen, vielen Outfits gepasst hat. Und da hat sich die Investition für mich auf jeden Fall gelohnt, weil es ist halt nun mal eine ziemlich teure Tasche, aber wenn man mal den Preis durch die Anzahl der Tage, an der ich die Tasche benutzt habe, teilt, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen okay. Und das ist einfach eine super schöne Tasche, finde ich. Die passt halt super zu meinem Stil, finde ich. Ziemlich schlicht, aber mit so Details hier mit den 3 Reißverschlüssen. Und die ist auch gar nicht mal so klein, also da passt ziemlich viel rein. Ich habe nämlich öfter mal einen Regenschirm hier unterbringen können, ohne dass es einfach zu vollgestopft ist. Also das spricht auch für die Tasche und ja, mein absoluter Liebling. Ich werde sie im Winter wahrscheinlich ein bisschen weniger tragen, weil ich die so ein bisschen schonen will, gerade bei so feuchtem Wetter. Aber die ist einfach so meine ultimative Lieblingstasche. Als nächstes sind die am meisten getragenen Schuhe an der Reihe und da sind es bei mir die Birkenstocks gewesen. Also die sind einfach super, super bequem und sind halt so mega unkompliziert, wenn man einfach reinschlüpft, rausgehen kann, fertig. Also die habe ich ja schon öfter mal gezeigt und gesagt, warum ich die so cool finde, und da kann ich euch in der Infobox mal einen Blogpost verlinken, wo ich mehr über die Birkenstocks rede und deren Hintergrund sozusagen. Ja, warum viele die jetzt so tragen, obwohl die vorher eher so als Ökoschlappen abgestempelt wurden. Aber echt, finde ich, eine super Entwicklung, finde ich, in der Modewelt. Und so wie ich eingestellt bin, werde ich die im nächsten Sommer wahrscheinlich wieder ganz häufig tragen. Das werden wir dann ja mal sehen. Aber ja, auf jeden Fall meine Go-To-Schuhe im Sommer waren diese Birkenstock-Sandalen. Die nächste Frage ist, was ist das am meisten getragene Kleidungsstück gewesen? Und das ist bei mir eigentlich nicht so das typische Sommerteil gewesen. Das ist nämlich eine lange Hose. Und zwar ist das die Dr. Denim Skinny Jeans und das Modell heißt Plenty und ich habe die Farbe Anthrazit. Ja, das ist eine so ganz, ganz enge Skinny Jeans und ich habe sie unten einfach abgeschnitten, weil sie mir viel zu lang war. Also ich habe bestimmt so ein Stück abgeschnitten und trotzdem ist sie bei mir ganz eng unten und die sitzt einfach wunderbar. Und ohne Mist, ich glaube, immer wenn ich eine lange Hose anhatte, dann war es die. Und das hat zum Glück irgendwie keiner bemerkt, aber echt jedes Mal eine lange Hose, dann war es die. Und ich werde mal gucken, ob ich nochmal eine Dr. Denim Jeans hole. Vielleicht in ganz schwarz, weil das ist halt so nicht tiefschwarz, aber mal gucken. Ich finde die halt einfach super. Müsst ihr mal gucken, es ist halt immer körperbedingt, wie die Hosen sitzen. Das finde ich halt auch immer sehr schwierig, aber die ist halt echt so, die sitzt halt super eng, ist aber sehr elastisch und ist auch ein bisschen high-waisted, also der Bund ist nicht ganz so hüftig.
und deswegen auch meine absolute Lieblingsjeans, lustigerweise halt auch im Sommer, aber echt, ich glaube jetzt All-Time Favorite Jeans, besser sogar als die Topshop Jeans, finde ich. Und ja, kann ich einfach nur empfehlen. Die nächste Kategorie sind Accessoires und ich glaube, dass es bei mir diese Perlenohrstecker waren. Also die hatte ich jetzt seit mehreren Monaten nonstop an und ja, neuerdings finde ich halt Perlen irgendwie ganz cool, wie man auch an dem Armband sieht. Und die hatte ich, glaube ich, echt jedes Mal an. Also bei den Armbändern, Schmuck wechsle ich ja gerne mal so ein bisschen, aber die hatte ich echt jedes Mal an und die finde ich super cool. Und eigentlich hätte ich super gerne die Ohrstecker von Dior. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, aber es sind die, die vorne eine kleine Perle haben und dann hinten eine größere. Und ich finde, das sieht halt einfach so super cool aus. Irgendwie klassisch, aber halt nochmal mit so einem Twist. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Lookalikes im Internet. Falls ihr da so welche kennt, ich glaube in vielen asiatischen Online-Shops sind da bestimmt welche. Wenn ihr da welche kennt, dann schreibt es mir doch bitte in den Kommentaren. Dann würde ich sowas mal ausprobieren, wie die so, ob die mir überhaupt am Ende an mein Ohr gefallen. Mal gucken. Aber ja, jedenfalls im Sommer habe ich diese Ohrstecker ganz oft getragen. Ich glaube, die waren von H&M damals. Ich weiß nicht, jedenfalls waren die auch so ganz alt. Ich glaube, die sind sogar von Daisy und dann habe ich die mal da gemobst. Ja, das sind die meistgetragenen Accessoires gewesen. Als nächstes kommt die am meisten getragene Foundation und das war bei mir der Tinted Moisturizer von Laura Mercier in der Oil-Free Variante. Und das hatte ich eigentlich schon länger, als man sie haben dürfte. Also die ist halt nur 18 Monate haltbar und ich habe sie im Frühling 2012 gekauft, glaube ich. Und deswegen wollte ich die im Sommer jetzt aufbrauchen. Sie ist auch eine super Foundation für den Sommer, weil sie sich wirklich sehr leicht anfühlt auf der Haut und sie hat einen Lichtschutzfaktor von 20 und bei mir ist die auch gar nicht gekippt oder so, also war wie neu und Farbe hat relativ gut gepasst, also Bisque habe ich, ist vielleicht minimal zu hell gewesen, aber ja, habe ich super gerne getragen, ist jetzt leider auch leer, beziehungsweise ist halt auch gut, dass sie leer ist. Gehört auf jeden Fall zu einer meiner liebsten Foundations überhaupt. Die nächste Kategorie ist Bronzer oder Blush und da habe ich zum einen den Bronzer von Topshop ganz oft getragen. Das ist die Farbe Mohawk oder so ähnlich und das sieht ungefähr so aus. Also ist ein relativ neutraler Bronzer, würde ich sagen. Also weder krass gelb noch krass rotstichig. Mattes Finish, ja, passt ganz gut, finde ich. Und als Blush habe ich ganz oft den von Hourglass getragen, den Ambient Lighting Blush in der Farbe Dim Infusion. So sieht es aus, also ist so ein Misch aus einer, ich sag mal, Highlighterfarbe und einer, ja, typischen Rougefarbe, also rötlich. Und das ist jetzt aus der Reihe das, was eher ins Peachigere geht. Bei mir kommt es auf den Wangen aber sehr pink raus, was ich aber nicht weiter schlimm finde. Ich finde es trotzdem super schön und der Blush trägt sich sehr schön auf den Wangen, also es betont die Poren nicht. Und es gibt so einen schönen Glow, irgendwie so einen leichten Schimmer, ohne irgendwie glitzerig zu sein. Und sieht halt super schön frisch aus. Ja, auf jeden Fall ist es ein super schönes Wangenprodukt und ich glaube, ich werde mir deswegen auch mal die anderen Farben nochmal genauer ansehen. Als nächstes zeige ich euch ein Lippenprodukt, was ich im Sommer sehr, sehr oft getragen habe. Und zwar ist das ein Lippenbalsam von Elizabeth Arden. Also das ist die 8-Hour Cream in, ja, Lippenstiftform sozusagen. Also es ist ein ganz normaler farbloser Lippenbalsam. Und ich mag vor allem den Geruch. Also manche lieben den, manche hassen den und ich finde den einfach super, weil es so ein bisschen kräuterlich riecht. Also so ein bisschen medizinisch. Müsst ihr mal so dran schnuppern, irgendwie das riecht halt 1A wie die Creme. Die 8-Hour Cream ist vielleicht so ein bisschen schwierig, weil da auch Mineralöl enthalten ist, aber trotzdem habe ich die Lippenpflege super gerne getragen und eigentlich echt jedes Mal in meiner Handtasche gehabt und drauf gemacht, wenn ich das brauchte. Und damit haben sich die Lippen einfach gleich super schön angefühlt und wie gesagt, den Geruch finde ich super. Und ja, statistisch war das einfach das am meisten verwendete Lippenprodukt. Die nächste Kategorie ist Mascara und da gibt es bei mir eigentlich nichts Spannendes Neues. Irgendwie nach wie vor benutze ich von Yves Saint Laurent gerne die Mascaras und momentan den Baby Doll Mascara, weil ich da noch so eine Testgröße übrig hatte. Also ich hatte auch einen Full Size und das war leer und dann habe ich die hier einfach mal aufgebraucht. Das ist eine Mascara mit einer Gummibürste und die macht eher so verlängerte und getrennte Wimpern und gibt weniger Volumen.
aber eben mehr Definition, würde ich das mal sagen. Und das war für meine Wimpern einfach ganz gut. Also es hatte, ja, es war von der Verwendung einfach ganz angenehm und unkompliziert. Ich musste nicht aufpassen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, zu oft tusche oder so. Ja, ist einfach so für mich meine liebste Mascara. Und ja. Die nächste Frage ist, was ist der am häufigsten verwendete Lidschatten? Und auch da habe ich eine weniger spektakuläre Antwort, weil ich eben nur einen einzigen Lidschatten benutze, und zwar den von Flormar mit einer komischen Nummer als Farbbezeichnung. Und ja, das ist hier so eine champagnerfarbene, changierende Farbe irgendwie. Also ich kann es immer schwer beschreiben. Jedenfalls geht die immer auf dem Lid. Ich habe die immer drauf, so all over. Und ich bin halt nicht so der Lidschattenmensch, aber das geht halt immer drauf. Also ohne fände ich es dann auch irgendwie zu langweilig oder einfach, das ist halt auch ganz gut, um Äderchen irgendwie abzudecken, weil ich habe halt sehr ausgeprägte Äderchen an den Augenlidern und das ist dann halt auch ganz gut. Ja, mag ich einfach. So, und da sind wir schon bei der letzten Frage angelangt, und zwar, was ist das am häufigsten verwendete Parfum gewesen? Und das war bei mir von Eccentric Molecules, das Molecule One Parfum. Das ist halt ein ziemlich spezielles Parfum, weil das nur auf einer chemischen Substanz basiert und dann sich irgendwie bei jedem anders entfaltet. Und für mich ist der Geruch einfach super angenehm, sehr frisch und irgendwie grün nenne ich das gerne. Und ja, einfach so ultimativ mein Geschmack, was Düfte angeht. Wenn das alle ist, was halt bald leider der Fall sein wird, werde ich mir mal das andere Parfum aus der Reihe ansehen. Also Nummer 2 irgendwie, also Molecule 2 heißt es dann. Weil das geht auch so nach dem gleichen Prinzip. Und mal gucken, wie das so riecht. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Sommerduft gewesen. Das geht aber auch über das ganze Jahr, finde ich. So, das waren alle die Dinge, die mich im Sommer über begleitet haben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war jetzt so eine Alternative zu Monatsfavoriten. Und da muss ich ja noch Leute taggen, die den Tag auch machen sollen. Zum einen tagge ich meine Freundin Lois, die gerade erst einen neuen YouTube-Channel aufgemacht hat. Lois Upoku heißt ihr Kanal. Und dann tagge ich noch Hatice und Anna von Love the Cosmetics. Ja. Dann würde ich sagen, war's das mit meinem Video und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!